Ich habe eine Praxis in Berlin, derzeit in Schöneberg. Seit 13 Jahren beschäftige ich mich mit Haartransplantation und Haarausfalldiagnostik und Therapie. Also ich habe ja mit der FUE angefangen, also in Deutschland, ja, bin ich auch die ganze Zeit der Methode eigentlich treu geblieben, weil eigentlich das ist die minimalinvasive Behandlung in der Haarchirurgie. Sehen Sie da für die Zukunft Veränderungen? Wie könnte sich das entwickeln? Vielleicht optimieren im technischen Bereich, vielleicht brauchen wir einfach mehr Instrumente, Operationsinstrumente mit vielleicht neue Nadeldesign, vielleicht bessere OP-Instrumenten zur Implantation der Transplantate, aber an der Technik wird sich nicht großartig ändern, sondern FUE bleibt einfach FUE und man kann nur technisch vielleicht das verbessern. Viele Menschen hoffen ja darauf, dass man Haare züchten kann, die sogenannte Haarmultiplikation. Wie sehen Sie das? Also derzeit ist es nicht möglich, das muss man schon sagen. Ich denke, die Technik, die man dafür benötigt, unterscheidet sich gar nicht, wenn man auch sonstige Organe klonen würde. Also ich denke, das ist dieselbe Technik des Cloning, würde sagen. Und ich denke, wenn die Medizin so weit ist, dass ein Herz oder eine Niere oder eine Leber klonen kann, dann sind wir auch nicht weit davon entfernt, auch ein Haarfollikel zu klonen. Also die Technik ist noch nicht da. Nochmal zurück zur Haartransplantation. Führen Sie die selber durch mit Assistenten oder welche Rolle spielen Assistenten bei Ihnen? Ich mache das seit 13 Jahren komplett selber, die komplette Operation von der Entnahme bis zur Implantation, weil ich auch eigentlich das als ärztliche Aufgabe sehe und die nicht delegierbar ist aus meiner Sicht, auf jeden Fall nicht in Deutschland. Ich habe OP-Assistenten, die eigentlich eher dafür da sind, die Transplantate zu sortieren, aber am Patientenkopf darf ich nur operieren. Ja, das heißt also auch Einsetzen und Entnehmen? Entnahme vom Entnahmen zum Einsetzen erfolgt durch mich persönlich. Ja. Was sind die wichtigsten Punkte bei einer Haartransplantation aus Ihrer Sicht? Also erstmal die Planung natürlich, erstmal die Frage stellen, ob die Transplantation langfristig wirklich das Ergebnis bringt, was sich der Patient erhofft. Das ist sehr wichtig. Eine Haartransplantation darf aus meiner Sicht nicht ohne eine Haartherapie durchgeführt werden. Also vorher müssen wir den Haarausfall stoppen und wenn wir sicher sind, dass wir den Haarausfall gestoppt haben, dann können wir auch die Haartransplantation durchführen. Was empfehlen Sie Ihren Patienten zum Stoppen des Haarausfalls? Es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, aber zwei Optionen haben sich also in meiner beruflichen Karriere sich herauskristallisiert. Eine ist die sogenannte regenerative Therapie, also das geht dann in Richtung PRP-Therapie, also mit körpereigenem Wachstumsfaktor des Patienten den Haarausfall zu bekämpfen und dann die medikamentöse Therapie. Bei den Medikamenten, welches? Also bei Männern ist natürlich Finasterid immer noch das effektivste Medikament, was eingesetzt werden kann, aber sagen wir so in zunehmender letzter Zeit neigen eher die Patienten sich für die regenerative Therapie zu entscheiden. Weil sie besser wirkt oder weil sie Angst vor den Nebenwirkungen von Finasterid haben? Sagen wir so, zu Unrecht ist Finasterid eigentlich ein bisschen in Verruf geraten. Da gab es ja einige Zeitungsartikel, die sich auf einigen wissenschaftlichen Arbeiten basieren, die eigentlich vom Studiendesign nicht optimal sind, die wirklich fraglich sind. Aber gut, die Menschen haben sich auch weiterentwickelt oder beziehungsweise Männer nehmen auch nicht einfach das Finasterid oder das Medikament, weil die sagen, also ich möchte nicht jeden Tag eine Tablette schlucken und ist dann eher die regenerative Therapie eher so die bessere Methode, weil man muss es ja nicht jeden Tag machen, sondern gelegentlich wird die Therapie durchgeführt und dann müssen die Patienten zur Auffrischung 3 bis 4 Mal im Jahr vorbeikommen.
dann wird die Behandlung durchgeführt. Was für Punkte sollte denn ein Patient beachten, wenn er sich einen Arzt oder eine Klinik aussucht? Also, aus meiner Sicht, schon alleine bei der Haartransplantation, also bei einer Konsultation, kommt es wirklich darauf an, dass auch die Beratung ärztlich erfolgt. Das ist sehr wichtig. Also, ich empfehle, wenn die Patienten irgendwo hingehen, wo ein Haarberater da sitzt, dann sollte man einfach wirklich dann wieder ganz klar fragen, was ist deren Funktion in der Beratung. Und wenn es heißt, dass es nicht der behandelnde Arzt ist oder beziehungsweise ein Haarberater ist, dann würde ich denen einfach empfehlen, den Raum zu verlassen. Jetzt ist natürlich für viele Patienten auch der Preis ein Thema. Was würden Sie denn am Patienten raten, der sagt, ich habe vielleicht 2.000 Euro zur Verfügung? Ja, dann sollen sie sparen. Das tun sie auch für ihr Autos, das tun sie auch für ihr Haus oder sonstiges oder Wohnung oder für ihren Urlaub oder Reise mit der Familie. Dann sollen sie auch für die Haartransplantation genauso sparen. Denn die Folgen, die können sie nicht ändern. Also da können ja wirklich Komplikationen auftreten, die man nicht einfach so verstecken kann. Dass es wirklich nachhaltig beschädigt sind, diese Patienten. Schauen Sie sich mal den Trump an. Ja, der Mann ist wohlhabend, aber trotzdem muss er leider mit seiner Frisur durch die Gegend laufen. Ja. Und weil es einfach, der hat mehrere Haartransplantationen gehabt, teilweise auch misslungen, und er hat kaum Spendermaterial, um weitere Haartransplantationen durchzuführen. Und das ist ja nicht die Folge, wenn man sich einfach für die falsche Methode bzw. für den falschen Arzt entscheidet. Kommen wir noch vielleicht gerade doch noch zum ganz wichtigen Thema. Schäden, die durch billige Haarkliniken kommen. Ja, das ist sogenannte Black Market, den wir eigentlich in Europa wirklich einen riesen Zuwachs bekommen hat. Das empfehle ich meinen Patienten oder allgemein Menschen, die wirklich nach einer Lösung gegen ihren Haarausfall suchen. Die sollten schon erstmal genau gucken im Impressum der Kliniken oder beziehungsweise der Anbieter, seit wann diese Anbieter auf dem Markt ist. Ferner gucken, dass es sich nicht um eine GmbH oder ein UG oder sonst was handelt, sondern wirklich auch so eine ärztliche Praxis sind. Das ist eigentlich sehr entscheidend bei der Auswahl, finde ich. Und zweitens, exakt auch zu fragen, wer behandelt mich. Das ist eigentlich sehr wichtig. Also genau, klar fragen, welcher Arzt wird mich behandeln, wer führt die Entnahme durch, wer führt die Transplantation durch. Das ist sehr wichtig. Und das ist leider durch diesen Schwarzmarkt, der entstanden ist, ist die Qualität der Haartransplantation nicht nur in Deutschland, in Europa und auch in anderen Ländern ist sehr darunter gelitten. Konkret, was sehen Sie an Problemen oder an Schäden, die... Das erste ist natürlich, muss erstmal dem Patienten klar sein, die Transplantate, die hinten entnommen werden, fehlen auch nachher hinten. Also nicht, dass sie denken, wenn die Transplantate, also Haare vom Hinterkopf umgesetzt werden, dass die wieder wachsen würden. Also das ist erstmal erste wichtige Kenntnis diesbezüglich. Das bedeutet, wir haben eine bestimmte Anzahl an Transplantaten, die wir langfristig, also sagen wir, für den Patienten einplanen können. Maximal bei einer sehr guten Haardichte, vielleicht sind das 4.000 bis 6.000 Transplantate, über die Patient für sein Leben lang verfügt. Und damit sollte man auch sehr, sehr, sagen wir, achtsam umgehen und nicht zum Beispiel sich für einen Anbieter entscheiden, der sagt, für die Geheimratsecken würden wir jetzt 4.000 Transplantate einsetzen. Das bedeutet, dann kommt der Begriff der Übererntung. Das heißt, wir sehen sehr viele Patienten, die am Hinterkopf sehr kahl sind, die kaum eine Dichte am Hinterkopf haben, für weitere Haartransplantationen dann später nicht in Frage kommen, weil der Haarausfall wird ja höchstwahrscheinlich weitergehen bei diesen Patienten. Also Übererntung. Und dann ein weiteres Problem, was wir sehr häufig sehen, ist undisziplinierte Einsetzen der Transplantate, teilweise Haarlinien, die eigentlich gar nicht natürlich aussehen, dass die einfach die Sortierung der Transplantate oder die Zuordnung, Anordnung der Transplantate gar nicht nach haarchirurgischen Prinzipien erfolgen.
Das geht auch teilweise bis zur Infektion der Kopfhaut nach einer Haartransplantation, also Schäden, welche durch diese Billiganbieter entstehen. Gut, heißt also klares Bekenntnis, lieber Qualität statt den günstigen Preis. Absolut, wenn Sie schlechte Zähne haben, dann können Sie einfach weniger lächeln, aber wenn Sie schlechte Haare haben, dann können Sie das ja wirklich nur mit einer Mütze dann abdecken, wenn nicht. Das heißt, Sie laufen einfach mit einer schlechten Haartransplantation durch die Gegend, das irritiert die Menschen, das irritiert mit Menschen, fremden Menschen, die Ihnen begegnen, auch es ist egal im Sinne des Geschäftes oder auch im Privaten, das ist eigentlich, man wird sich einfach immer wieder beobachtet fühlen bei einem sehr schlechten Ergebnis. Daher auch, man muss einfach für eine Behandlung auch sparen können und auch zu wissen, dass es eigentlich so eine qualitative Behandlung, eine nachhaltige Behandlung, eine Haartransplantation, die wirklich auch natürlich aussieht, dass keiner irgendwie auf die Idee kommt, dass der Gegenüberstehende eine Haartransplantation gemacht hat. Das hat seinen Preis natürlich. Gut, ist ja auch letztendlich eine lebenslängliche Angelegenheit. Die Haare werden im Alter dann noch weniger und wahrscheinlich wird jeder Fehler noch besser zu sehen sein irgendwann. Wir dürfen nicht vergessen, dass jeder, sagen wir jetzt, wenn wir von Männern ausgehen, dass jeder Mann im Laufe seines Lebens, jeder Mann, der unter Haarausfall leidet, im Laufe seines Lebens, also mit zunehmendem Alter, wird er ein Haarausfallmuster erreichen, dass es eine komplette Oberkopfglatzenbildung ist. Das sollte man jeder eigentlich, der unter Haarausfall leidet, das einfach in seinen, darüber hinaus nachdenken, damit man auch, wenn man eine Haartransplantation macht oder machen lässt, dass es wirklich langfristig das geplant werden soll. Habt ihr noch Fragen? Dann schreibt uns einfach. Und wenn das euch gefallen hat, dann gebt uns einen Like.